Sommer, die Erlaubnis, sich leicht zu fühlen, ab morgen schon einstimmen ins Lied der Amsel, den Tau unter den Füßen spüren, als könne man auf seinem Glitzern gehen, Rosenduft durch Nase und Seele wehen lassen, staunen über das Rot des Klatschmonds, die Sorgen an den Himmel werfen und mit den Wolken weiterziehen lassen. Morgenlicht leuchtet rein wie am Anfang, Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt. Dank für den Niedergang, für den Morgen, Dank für das Wort, dem beides entspricht. Im Sommer fließt Gottes Liebe über. Er verschwendet sich an uns. Den Blumen gibt er Farben und Duft. Dem Sonnenlicht schenkt er Wärme und Kraft. Im Rauschen des Bachs klingt ein leises Lied. Und die Wipfel der Bäume wiegen sich sanft im Wind. Der Sommer erzählt uns von Gottes Liebe. Großzügig, verschwenderisch, leise und sanft. So verschenkt er sich an uns. Wir begrüßen Sie und euch. Wir singen erst. Ups. Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben. Schau an der schönen Gärten zier und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmückt haben, sich ausgeschmückt haben. Ich selber kann und mag nicht tun, des großen Gottes Großes tun. Erweckt mir alle Sinnen, ich singe mit, wenn alles singt, und lasse, was im Höchsten klingt, aus meinem Herzen rinnen, aus meinem Herzen rinnen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir begrüßen Sie und euch zum Gottesdienst am 4. Sonntag nach Trinitatis mit dem Wochenspruch aus dem Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Am kommenden Sonntag herzliche Einladung zum YouTube-Gottesdienst um 9.30 Uhr mit Pfarrer Bruckhoff und zum Präsenzgottesdienst um 11 Uhr in Gemünd mit Pfarrerin Hirt. In der Galerie Eifelkunst im Franziskushaus in Schleiden findet noch bis zum 31. Juli eine Ausstellung zum Thema Indigene Völker in Tolima, Kolumbien statt. Die Ausstellung kann jeweils freitags und sonntags von 14 bis 18 Uhr sowie nach Absprache besucht werden. Die Kollekten am letzten Sonntag erbrachten die Summe von 37,70 €
Und im Opferstock sammeln wir in diesem Monat für den Verein Juden im Tal Hellental. Alles, was ihr tut mit Worten und mit Werken, das tut im Namen unseres Herrn Jesus Christus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Amen. Amen. Mit der heutigen Kollekte unterstützen Sie unsere Kulturkirche in Gemünd. Mehr Informationen zur Kollekte und die Möglichkeiten zu spenden finden Sie auf unserer Homepage www.eifelkirche.org. Herzlichen Dank im Voraus. Behüte mich, Gott, ich vertraue dir, du zeigst mir den Weg zum Leben. Bei dir ist Freude, Freude in Fülle. Behüte mich, Gott, ich vertraue dir, du zeigst mir den Weg zum Leben. Bei dir ist Freude, Freude in Fülle. Wie sahen meine Wege aus in letzter Zeit? Da gab es gute, aber auch steinige Pfade. Manchmal habe ich anderen anvertraut, was mich bewegt, und habe Wegzeichen gefunden, die mir weiterhelfen. Und manchmal, weiß ich, brachte mich Gott auf die richtige Spur. Dafür sage ich Danke. Behüte mich, Gott, ich vertraue dir, du zeigst mir den Weg zum Leben. Bei dir ist Freude, Freude in Fülle. Ich traue mir einiges zu. Aber ich brauche in meinem Leben auch andere, denn mein Weg führt nicht weit, wenn ich allein bleibe. Wenn ich erlebe, dass Gott mit mir geht, dann lebe ich auf. Auf seinen Pfaden kann ich gesegnet werden und auch frei werden von dem, was manche fordern. Behüte mich, Gott, ich vertraue dir, du zeigst mir den Weg zum Leben. Bei dir ist Freude, Freude in Fülle. Gott, dir möchte ich sagen, wie es mir geht. Dir klagen, dich bitten, dir danken, dich fragen, wie es weitergehen kann, wenn ich es nicht weiß. Denn du erforschst mich und kennst mich. Du verstehst meine Gedanken von ferne, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich die Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Am Ende bin ich immer bei dir. Diese Erkenntnis ist wunderbar, ich kann sie kaum begreifen. Behüte mich, Gott, ich vertraue dir, du zeigst mir den Weg zum Leben. Bei dir ist Freude, Freude in Fülle. Im Lukas-Evangelium, im 12. Kapitel von Vers 22 bis 24, ist aufgeschrieben, wie Jesus seinen Jüngern sagt: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Seht die Raben an, sie säen nicht,
Sie ernten auch nicht. Sie haben auch keinen Keller und keine Scheune. Und Gott nährten sie doch. Wie viel besser seid ihr als die Vögel. Halleluja! Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Halleluja! Halleluja, Halleluja, Halleluja. So lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Geh aus, mein Herz, die Strophe 10. Welch hohe Lust, welch heller Schein, wird wohl in Christi Garten sein. Wie muss es da wohl klingen, da so viel tausend Seraphim mit unverdrossenem Mund und Stimm ihr Halleluja singen, ihr Halleluja singen. Liebe Gemeinde, das ist doch eine wunderbare Zusage. Für uns ist gesorgt. Wir brauchen nicht zu ackern, zu rudern, damit das Leben gelingt. Das Wichtigste bekommen wir geschenkt und den Rest dazu. Ich brauche mich nicht zu sorgen, sondern lege mein Leben in Gottes Hand. Ich tue, was ich zu tun habe, jeden Tag, aber sorgen muss ich mich nicht. Ist das nicht eine wunderbare, die beste Lebensversicherung? Aber es ist auch zugleich eine Herausforderung. Habe ich wirklich die Gelassenheit? Es wird schon, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Da brauchen wir ja nur auf die Zeit seit Mitte März zu schauen, aber wie lange noch in die Zukunft? Wir haben gemerkt, es hat keinen Sinn, irgendetwas mit Brachialgewalt herbeiführen zu wollen. Ich habe keine andere Wahl, als gelassen zu sein. Stand heute ist eine der wichtigsten Floskeln, die wir zurzeit gebrauchen. Stand heute können wir am 23. August die Konfirmation hier in Hellenthal feiern. Stand heute können wir eine Woche später am 29. und 30. August die Konfirmation in Kall feiern. Stand heute geht in 5,5 Wochen die Schule wieder ganz normal weiter. Wir sind gespannt. Stand heute ist am 24. Dezember Heiligabend. Ja, das bleibt sogar trotz Corona. Doch werden wir Weihnachten wieder in der Kirche feiern können? Stand heute ist das noch nicht klar. Also so ein biblischer Lebensstil, wie er uns im Lukasevangelium aufgetragen wurde, ist nicht immer leicht. Und er könnte doch so leicht sein, denn uns ist gesagt, ihr kommt weit mit dem, was euch gegeben ist. Vertraut darauf. Wer mich ansieht, sieht viele andere nicht, die mich ernährt, gelehrt, gekleidet haben.
die mich geliebt, gepflegt, gefördert haben. Mit jedem Schritt gehen viele Schritte mit. Mit jedem Gedanken gehen viele Gedanken mit. Vor allem an den einen, der mich geformt, geliebt, geprägt hat, wie ich es auf unzähligen Ebenen bis jetzt erfahren habe. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Der Psalm 139 breitet vor uns einen weiten Horizont aus und lädt ein großes Ganzes zu erleben, das ist wunderbar. Und oft jenseits von dem, was ich rational begreifen kann. Vielleicht hilft das folgende Bild. Sternenhimmel, hier bei uns in der Eifel, vielleicht oben in Udenbrett. Dort, wo nicht das Stadtlicht die Sterne zudeckt, diese Unendlichkeit, die sich auftut. Unendlich viele Sterne an einem unendlichen Horizont, in der Weite Wetterleuchten, über mir Sternschnuppen. Ein großes, ein Ganzes und das Beste dabei, wir gehören dazu. In diesem riesigen Horizont bin ich ein kleiner Mensch, eine gesetzte Größe, kaum vorstellbar, wo alles so weit ist. Aber für jede und jeden von uns, für jeden Menschen ist gesorgt. Jeder und jede ist mit dem ganz eigenen Namen, mit der ganz eigenen Persönlichkeit ganz nah bei Gott. So sagt es der Psalm. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Wo auch immer wir sind, Gott ist da. Mal streift seine Hand nur meine, mal streichelt sie mich, mal ist sie auch gar nicht zu spüren. Und doch darf ich gewiss sein, Gott ist nur eine Handbreit entfernt. Ich brauche nur die Finger auszustrecken wie nach Vater oder Mutter und das, ob es finster ist oder Licht. In lichten Momenten ist es vielleicht gar nicht so schwer, darum zu wissen, aber wie ist es, wenn wir nichts sehen? Der Psalm sagt, gerade da. Gerade da, wo wir diese Hand besonders brauchen, gerade da ist sie uns besonders nah. Und so lädt uns der Psalm ein, gerade im Dunkel ein Feingefühl, eine Sensibilität für diese Nähe zu entwickeln und uns auf unsere Sinne zu verlassen, die sich im Dunkeln besonders gut entwickeln können. Wir singen die erste Strophe vom Lied Du bist da. Bist am Anfang der Zeit, am Grund aller Fragen bist du, bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht, hast du für mich schon gewacht, bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht, hast du für mich gewacht. Nehme ich Flügel der Morgenröte, Liebe am äußersten Meer. Schliefe ich ein im Reich der Toten, würde statt Nacht Licht um mich sein.
da, bist am Anfang der Zeit, am Grund aller Fragen bist du. Bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht, hast du für mich schon gewacht. Bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht, hast du für mich gewacht. Um so schließlich im Dunkel Augen für das Himmelslicht geschenkt zu bekommen, um in der Frühe die ersten Vogelschwingen wahrzunehmen, die im Licht leise entgegenfliegen, und dem Wind wahrzunehmen, der uns in eine andere Welt davonschwingen lässt, weit weg von der, die uns so oft zu schaffen macht, in der wir Leistung bringen müssen oder nicht sind, in eine andere Welt. Dort wird uns kein Fehler nachgetragen, sondern alles wird beschwingt und leicht getragen. So wird uns alles zufallen. Es ist der Lebenstraum von einer anderen Welt, in die wir uns einfach fallen lassen können, in das Geheimnis unseres Lebens. Ist das nicht ein Lebenstraum? Ein Lebenstraum, eine Realität, die früh angefangen hat in der Finsternis, weit vor der Geburt, als wir aus einem großen Ganzen kamen, das der Schöpfer formte und immer noch formt. Finsternis ist wie das Licht, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich immer bei dir. Ja, tolle Gedanken entwickelt der Psalm. Ganz weite, ganz große, sie kommen aus der Weite Gottes. Und die treffen dann auf unsere kleine Welt, die enge, die engstirnig vom Kleingeistigen lebt, von der überzogenen Ehrgeiz, Neid, Hass, von Einschränkungen, die die Zeit jetzt so mit sich bringt, von denen, die außer dieser kleinen Welt nichts kennen und deshalb auch nichts anderes zu leben und zu bieten haben. Ach Gott, wolltest du doch die Gottlosen töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen. Denn sie reden von dir lästerlich, und deine Feinde erheben sich mit frechem Mut. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit ganzem Ernst. Sie sind mir zu Feinden geworden. Dagegen steht dann die Welt Gottes. Nicht ohne Grund ist uns im heutigen Evangelium gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles zufallen. Gott eröffnet uns einen anderen Horizont. Gott fordert einen anderen Horizont ein. Wer mich ansieht, sieht viele andere nicht, die mich ernährt, gelehrt, gekleidet haben, die mich geliebt, gepflegt, gefördert haben. Mit jedem Schritt gehen viele Schritte mit jedem Dank gehen viele Gedanken mit. Das Nicht-Sorgen müssen lenkt unsere Augen weg von der Zentriertheit auf uns, weg von der Selbstbezogenheit. Schenkt uns Augen für das Ganze, schenkt uns Augen für die, durch die ich geworden bin. Schenkt uns Augen für andere, die mit zu diesem Ganzen, mit zu diesem großen, weiten Horizont gehören. Dieser Weg wird uns gerade an einem Tag wie heute vorgezeichnet. Dieses Lebensgefühl legt uns der Psalm ans Herz. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich's meine,
und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Es ist gut, immer wieder darauf zu schauen, sind wir auf dem richtigen Weg? Und wenn Gott das für uns tut, ist es umso einfacher für uns, seine Milde, aber auch seine Strenge, sein klares Rückgrat richtet mich und uns auf und leitet uns auf dem Weg, der weiterführt und Bestand hat, ewig. So kommt gut durch diesen Sommer. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unser Sinn und Herzen in Jesus Christus. Amen. Wir singen die zweite Strophe von Du bist da. Du bist da, bist am Anfang der Zeit, im Arm meiner Mutter bist du, bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht, hast du für mich schon gewacht, bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht, hast du für mich schon gewacht. Sitze ich da oder leg mich nieder, mache mich auf und ich steh. Meine Gedanken kennst du von ferne, weiß ganz genau, wohin ich geh. Du bist da, bist am Anfang der Zeit, im Arm meiner Mutter bist du. Bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht, hast du für mich schon gewacht. Bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht, hast du für mich schon gewacht. So denken wir an dieser Stelle auch an all die Menschen aus unserer Gemeinde, die gestorben sind, die beerdigt wurden in dieser Woche oder in der nächsten Woche, die wir an dieser Stelle im Online-Gottesdienst nicht nennen können. Aber Gott, du weißt, um wen wir trauern, und sei mit diesen Menschen und nimm sie auf in dein ewiges Reich und sei an der Seite derjenigen, die trauern, nicht ohne Hoffnung haben zu müssen. Amen. So Gott, ich danke dir für alle Menschen, mit denen ich zusammen bin, die mich lieb haben, die mich prägen. Ich danke dir für alles, was du mir schenkst jeden Tag. Geh du mit mir, wohin auch immer es mit mir geht, was auch immer mir passiert. Sei mit mir auf meinen geraden, aber auch auf meinen krummen Wegen. Gott, ich danke dir für jeden Augenblick, in dem du mich bewahrt hast vor Unglück, vor Krankheit, vor ausweglosen Momenten, wo überall ich war, da warst auch du. Bis ans Ende der Welt bist du mit mir gegangen, bleib mit mir bis ans Ende meiner Zeit und darüber hinaus. Gott, unerschöpflich ist deine Sorge für uns. Dafür sind wir dankbar und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn du sitzt oder aufstehst, gehst oder liegst, behüte dich Gott. Jedes Wort auf deiner Zunge wandle er in Segen. Er behalte dich im Blick auf all deinen Wegen und führe dich auf ewigen Wege. Nimmst du Flügel der Morgenröte und bleibst am äußersten Meer oder zu Hause, seine Hand führe dich und seine Rechte halte dich. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir
seinen Frieden. Amen, Amen. Geh aus mein Herz und suche Freud, die Strophe 13, hilf mir und segne meinen Geist. Hilf mir und segne meinen Geist mit Segen, der vom Himmel fließt, dass ich dir stetig blühe. Gib, dass der Sommer deiner Gnad in meiner Seele früh und spät die Glaubensfrüchte ziehe, die Glaubensfrüchte ziehe. An dieser Stelle, wie es guter Brauch ist, Dank an Charlotte für deine Mitwirkung, für das viele Lesen, für das an der Seite sein. Für Werner, der hier live uns das E-Piano zum Glühen bringt. Und an Lasse und Leines, die heute die Technik gemacht haben. Torge ist in Urlaub und ich hoffe, es hat alles gut geklappt. Auf jeden Fall sahen die beiden sehr entspannt aus, ein gutes Zeichen. Wer jetzt noch möchte, kann sich gleich zum Kirchcafé auf unserem YouTube-Chat noch mit uns treffen. Wir wünschen allen einen schönen Sonntag. Jetzt hören wir noch das Orgelnachspiel. Danach gibt es noch Bilder zum Sommer von Jochen Jürgens.